Hallo meine Lieben, ich weiß nicht, ob ihr die Geschenkboxen auch schon gesehen habt, die quasi so aussehen wie ein Buch, die so einen Aufklappmechanismus haben, und das wollte ich selber auch mal ausprobieren und euch zeigen, wie man das machen kann. Mehr dazu seht ihr gleich nach dem Intro. Ich habe für das heutige Video schon ein bisschen was vorbereitet und wir gehen einfach Schritt für Schritt durch. Ich habe Graupappe, die ist in etwa 2 mm breit. Da habe ich 2 Stück, die 18 cm in der Höhe und 13 cm in der Breite sind und ein Stück für den Rücken, was 18 cm mal 3 cm ist. Dann habe ich hier einen Bastelkarton, das sind 300 Gramm, ihr könnt da auch 220 nehmen. Bei mir war das jetzt einfach das Größte, was ich habe. Und was wir hier gleich machen, ist das Ganze festzukleben. Und zwar habe ich hier einfach einen Zementitkleber, Flüssigkleber, mit dem ich gerne arbeite. Da mache ich jetzt einfach großzügig hier auf das Blatt drauf oder auf die Graupappe drauf, wollte ich sagen. Kleber, damit das gut dann am Papier festhält. Und um das zu platzieren, nehme ich hier, den habe ich euch auch schon mal gezeigt, vom Scrapbooken, finde ich eigentlich super, um Sachen zu platzieren. Und dann kann ich den schön hier oben anlegen, auf der Seite anlegen und weiß, dass ich dann immer denselben Abstand habe. Das heißt, ich kann das hier jetzt einfach so auf das Papier draufkleben. Und das drücke ich einfach mal so ein bisschen fest. Ein bisschen Kleber rausfließt, ist kein Thema, weil das klappen wir nachher gleich um. So, dann mache ich einen Platzhalter hier, damit es dann schön gleich weiterläuft oder hier einen schönen Abstand hat, damit ich das dann auch wie das Buch zusammenklappen kann. Ich sehe, dass mein Kleber strebt sich heute ein bisschen. Ist kein Thema, ich werde gewinnen. So, dann kann ich das hier schön anlegen. Und dann auch gleich schon weitermachen mit der nächsten. Und ihr seht, dass ich da, wenn ich jetzt die Graupappe ist hier nicht ganz sauber geschnitten, ist immer ein bisschen schwierig bei Graupappe, weil sie halt so dick ist, dass die Schneidemaschine das wirklich gut schneidet. Aber damit kann ich das wunderbar ausgleichen. Auch wieder schön abschließend, wenn ich sicher gehen will, dass ich hier oben auch den richtigen Abstand habe. Und jetzt streiche ich das Ganze von der anderen Seite noch kurz ein bisschen fest. Wenn es hier vom Falzbein Streifen gibt, was halt in der Regel passiert, wenn ich so mit dem Falzbein drüber streiche, ist für mich im Moment kein Thema, weil ich werde das nachher sowieso noch matten. Also da kommt noch was drauf. So. Und jetzt kann ich das ringsherum ausschneiden. Heißt hier Bastelmatte drunter, Lineal, Feinschneideklinge. Und das hier schön ausschneiden. Immer sicherstellen, dass irgendwas drunter liegt, ne? Wäre nicht schlecht. Und dass ihr euch nicht in die Finger schneidet. Und damit ich dann auch schöne Ecken habe, nehme ich dieses Teil hier und schneide die Ecken auch noch aus. Und das Schöne ist, wenn das Plastik ist, kann ich da ganz einfach meinen Kleber, der jetzt hier sich drauf übertragen hat, kann ich den ganz einfach abreiben. Und der ist schon wieder sauber. So, was ich jetzt mache, ist hier entlang der Graupappe das Papier schon mal vorfalzen, damit es nachher auch weiß, wie es sich hinlegen soll.
ist dieses Stück hier ein bisschen länger oder kürzer als die anderen. Deshalb muss ich hier kurz mir mit einem Lineal verhelfen. Und hier drinnen könnt ihr auch gleich das so ein bisschen dem helfen. Just do what we wanna do. Yeah, no, nothing's complicated with you. Hey, play songs. So, und dann können wir das Papier hier schon umlegen. Das heißt, ich lege das jeweils wirklich vorsichtig um und gehe da mit dem Falzbein nochmal entlang der Kante. Jetzt mache ich das so, dass ich zuerst hier die lange Kante zuerst festklebe. Oder beide langen Kanten. You say that I'm crazy. It's just the way that I get every time that I am with you. Und was ich jetzt in den Ecken mache, ist die so ein bisschen reinzudrücken. Das heißt, dass die sich nach innen legen. Jetzt tut es das schon. Einfach so, dass nichts dann raussteht. So. Und dann kann ich auch die beiden Seiten noch zukleben. Warum ich hier entlang der Graupappe auch Kleber reinmache, ist, es hat manchmal so ein bisschen die Tendenz, wenn ich gerade so starkes Papier hier, wie hier das 300 Gramm verwende, dass es an den Kanten reißt. Und das kann ich hier so ein bisschen verhindern, indem ich da Kleber reinmache, Flüssigkleber reinmache. Dann passiert das ein bisschen weniger. Und ihr müsst auch nicht zwingend mit den Maßen gehen, die ich euch heute gebe. Ne? Ihr könnt da tatsächlich auch das in der Größe machen, wie ihr die Box dann halt braucht. So, jetzt helfen dem Papier hier in der Mitte auch wieder ein bisschen, dass es sich da schön legt. Dann können wir mal gucken, ob das so funktioniert. Wunderbar. Keine Kanten gerissen. Und ich habe wunderbar schon meinen Buchrücken. Das werden wir noch ein bisschen verzieren, aber wir machen zuerst hier drinnen weiter. Jetzt machen wir noch die Box, die hier drauf kommt, und da habe ich an Graupappe 4 Stück, zweimal 16 cm mal 3 cm, zweimal 11 cm mal 3 cm, und dann habe ich hier ein etwas dünneres, einen dünneren Cardstock, der ist 130 Gramm. Könntet ihr auch ein bisschen höher gehen. Ich finde einfach, es geht einfacher, wenn der nicht so dick ist, um dann das Ganze um die Box zu machen. Und was ich hier jetzt mache mit circa 1 cm, übrigens sollte ich noch sagen, das Maß von dem, was wichtig ist, ist einfach mal die Höhe. Ihr braucht hier, weil das ist 3 cm und wir wollen es um beide Seiten wickeln, deshalb brauchen wir 6 cm. Dann auf einer Seite 1 cm Lasche und auf der anderen 2 cm, somit sind es 3, 6, 7, 8 und 9 cm, was das hoch ist. Wie gesagt, da klebe ich jetzt die beiden Streifen. Das ist einfach nur A4-Papier, was ich in der Länge geschnitten habe, auf eben diese 9 cm. Die bringe ich jetzt mit ca. 1 cm Überlappung aufeinander. Kurz gucken, was das gerade ist, was es überhaupt nicht ist im Moment. So.
jetzt. Dann haben wir hier ein genug langes Stück mit diesen, das sind ja A4 29,7 cm, das haben wir mal 2. Von dem her sollte das genug lang sein. Und was ich jetzt über die ganze Strecke mache, ist mir anzuzeichnen, wo 1 cm ist. Eigentlich kann ich das auch gleich falzen, weil die Kante werden wir nachher umlegen. So, dann weiß ich auch, wo ich die Graupappe ankleben oder festkleben muss. So, jetzt starten wir zuerst mit dem kleinen Teil. Das muss jetzt abwechslungsweise immer ein kurzes Teil und dann ein langes Teil kommen, damit wir eine rechteckige Box erreichen. So, das lege ich jetzt hier schön an der Kante und auch unten auf die 1 cm Kante. Und dann lasse ich in etwa die Dicke von einer Graupappe, lasse ich hier zwischendurch oder lasse ich Platz, weil sonst kann ich dann das Ganze nicht biegen. Das heißt, ich habe jetzt hier ein langes Stück, weil zuerst habe ich ein kurzes Stück aufgeklebt. Man könnte ja ansonsten auch einfach das vordere oder eines der Graupappenstücke dazwischen legen, damit ihr seht, wie groß der Abstand sein muss, und das auch wieder schön auf die Linie legen. Ihr seht hier, ich habe nicht 100%ig genau gearbeitet. Ist nicht so schlimm. Das kann ich mit dem Papier noch ein bisschen korrigieren. Aber das kann halt passieren, weil der Hebelschneider mit dieser dicken Graupappe ist immer ein bisschen schwierig, dass der wirklich schön genau schneidet. Jetzt wieder ein kurzes Teil. Auch wieder mit dem Abstand und unten an die 1 cm Linie anlegen. Und um jetzt das Ganze zu schließen, mache ich hier auch noch Kleber drauf. Weil jetzt müsste ich eigentlich eine Box daraus machen können. Das heißt, hier innen drin lege ich die Graupappe aufeinander, halte das so fest und dann streiche ich das Teil hier hoch. So, jetzt können wir unten, jetzt können wir das unten bis zur Graupappe in die Ecke einschneiden, weil die 1 cm wird das, was wir an den Boden festkleben, nach außen hin. Das heißt, das müsste ich jetzt nach außen klappen können, weil das hatten wir ja schon vorgefalzt. Dann habt ihr hier gegen außen eine Klebelasche, die wir dann verwenden, um das hier drauf zu kleben. Ich merke gerade, dass ich da dann noch ein bisschen kürzen muss, aber lieber zu viel jetzt für den Anfang als zu wenig. Jetzt könnt ihr das jeweils so ein bisschen zusammenfalten und dann die Faltlinie nach oben weiterziehen. Und das könnt ihr jetzt auch wieder bis zur Graupappe hin aufschneiden. Einfach der Falzkante entlang. So, und jetzt werdet ihr schon erraten haben, dass wir die hier nach innen festkleben. Ich falte die jeweils kurz zurecht, damit die schon mal richtig liegen.
Dann merkt ihr auch, ob ihr irgendwo das Papier noch ein bisschen zurückschneiden müsst, damit es besser sich nach innen klappt. Und dann klebe ich erstmal die beiden langen Seiten fest. Wird ein bisschen schwierig, euch das zu zeigen, aber ich mache den Kleber auf die Graupappe, weil hier will ich ja nicht alles kleben, sondern da hat es nachher noch eine 2 cm Lasche übrig. Von dem her mache ich jetzt Kleber auf die Graupappe drauf. So, und jetzt habe ich hier eine Kante von 2 cm, die ich nach innen legen kann. Und die verwenden wir dann, um das Ganze innen zu befestigen. Die könnt ihr allerdings überall noch ein bisschen anschrägen, weil sonst habt ihr eine Überlappung. Das geht dann auch nicht so einfach zum Kleben. Ich biege die einfach schön entlang der Graupappe rein. So, und was ihr jetzt haben müsstet, ist eine schön eingefasste Box, wo wir innen drinne eine Klebelasche haben, hier, und außen eine Klebelasche. Jetzt habe ich vorhin geguckt, dass meine Klebelaschen außen ein bisschen groß sind. Das heißt, die muss ich noch ein bisschen zurückkürzen. Das muss nicht super genau sein, weil die verschwinden jetzt dann unter der Abdeckung, die wir machen. Voilà. Jetzt sollte sie besser drauf passen. Genau. So, jetzt muss ich zuerst einmal wissen, wie groß hier diese Abdeckung sein muss. Und da gehe ich so einen halben Zentimeter vom äußeren Rand, also ich lasse einen halben Zentimeter ganz außen stehen, 29,6, dann machen wir hier 29 und in der Höhe gehen wir auf 17,5. Das heißt, ich schneide mir jetzt von diesem 300 Gramm Kraftpapier ein Stück zurecht, was 29 mal 17,5 cm groß ist. Und was ich hier jetzt brauche, ich muss ja die Form ausschneiden, damit ich das dann hier reinkleben kann. Das heißt, ich lege das hier drüben bei einem, kurz hier, Falzkante rausnehmen, bei einem halben Zentimeter an. Und dann gehe ich nicht ganz bis oben, lieber ein bisschen zu wenig zuerst, auch nicht ganz bis unten. Jetzt muss ich kurz gucken, wie breit es ist von der Kante oder von der Kante zur anderen, wenn das gerade liegt. Jetzt, wenn ich die Box von der einen Seite zur anderen messe, hier sind es 11,3 cm. Und wir haben jetzt eine Schnittkante gemacht bei einem halben Zentimeter. Das heißt, 11,3 plus den halben sind wir bei 11,8. Das heißt, ich lege das hier jetzt bei 11,8 an. Und mache auch nochmal eine Schnittlinie, die nicht ganz bis unten und nicht ganz bis oben geht. So, jetzt kann ich von diesen beiden Seiten wieder bei einem halben Zentimeter einfach auch nochmal einen Schnitt machen. Und das auch auf der unteren Seite. Auch wieder bei einem halben Zentimeter.
lasse da lieber jeweils noch ein bisschen stehen und schneide das dann von Hand fertig, damit ich dann nicht drüber hinaus schneide. So, das schmeißt man nicht weg, sondern damit machen wir dann innen drinne die Abdeckung. Müssen wir da auch noch ein bisschen zurückkürzen, aber das machen wir nachher. Und was ich jetzt schon mal machen kann, ist das hier reinzukleben. Das heißt, dieser Bogen müsste hier eigentlich über die Box drüber gehen. Schön vorsichtig, ne? Und jetzt könnt ihr hier auf diese Kanten Kleber drauf geben und das dann runterschieben und das so mit der unteren Klebelasche festkleben. Jetzt lege ich die einfach auf den Tisch, gucke, dass die Laschen alle gegen außen geklappt sind, die kurzen. Und jetzt schiebe ich das hier ganz einfach runter. Und mache das mit dem Falzbein fest. Und wenn da jetzt ein bisschen was von der Kleberlasche raussteht, könnt ihr das immer noch abschneiden. Ich weiß, es ist heute ein bisschen Handgelenk mal Pi. Aber das wird am Schluss Sinn machen. Ich verspreche es. So. Und jetzt kann man nämlich das Ganze hier ganz einfach hier reinkleben und gucken, dass wir da schön mittig landen. Oder es schön zentriert machen. Die mache ich für den Moment noch hoch. Die werde ich dann am Schluss kleben. Ich klebe jetzt einfach alles ringsherum. Und dann hier auch noch die Klebelasche. Gebe da auch auf die Kante von der Graupappe auch noch ein bisschen Kleber drauf. So. Und jetzt kann man das schön mittig hier drauf platzieren. Und dann könnt ihr auch hier die Falzlinien, damit sich das Buch dann schön faltet, auch noch nachziehen. Dann können wir hier diese Klebelaschen auch reinkleben. Weil damit befestigen wir quasi die Box nochmal. Und dass sie nicht nur außen befestigt ist, sondern auch hier drinnen. Auch das muss nicht schön sein, weil hier kommt ja noch ein Boden rein. Jetzt hier für den Boden, wir hatten ja ein Stück rausgeschnitten und das könnt ihr jetzt um 2 mm kürzen. Das heißt, im Moment ist es 11 cm breit. Da machen wir 10,8. Und von der Länge müsste es in etwa 16 cm sein. Dann machen wir 15,9. Das ist, im Moment ist es 16,1 in etwa. Machen wir 15,9. Und dann, Sie können es auch kontrollieren, ob das hier wirklich schön reinpasst.
tut es bei mir. Und so kann ich das noch reinkleben. Damit machen wir diese Box auch nochmal fest. So, und jetzt müssten wir eigentlich eine Box haben, die aussieht wie ein Buch. Und wenn man sie öffnet, hat man dann hier drinnen Platz für das Geschenk. Jetzt wollen wir hier natürlich nicht zu Weihnachten eine schwarze Box verschenken, sondern die wird jetzt noch ein bisschen aufgehübscht. Das heißt, ich messe hier ab, wie lange die Seiten sind, wie lange der Rücken ist, wie lange die Seite ist. Auch innen drinne, auf der Seite will ich noch eine Mattung drauf machen, damit es ein bisschen schöner aussieht auch. Und dann kann ich da noch mein Motivpapier, ich werde was drucken und das dann ausschneiden entsprechend. Das heißt, für den Rücken vorne und hinten, weil die sollten ja gleich groß sein, brauche ich, ich habe hier so die Kante, wo es sich biegt, da fange ich an zu messen. Da sind wir bei 13,2. Das heißt, es sind 13,2, 12,7, weil ich mache meine Mattung immer einen halben Zentimeter kleiner. Und dann in der Länge sind wir bei 18,1, dann sind es 17,6. Das zweimal. Dann für den Rücken, da bin ich bei 3,5, das heißt, ich mache eine Mattung von 3. Und in der Länge müssten es auch die 17,6 sein. Und dann habe ich ein schön durchgängiges Bild. Innen drin, ihr könnt euch überlegen, ob ich hier auch noch was machen wollte. Ich mache es nur hier auf der Seite. Das heißt, von oben nach unten. Ich habe ja hier die Mattung und ich versuche jetzt hier drinnen das gleich breit zu machen wie die Mattung. Die andere Frage, will ich überhaupt? Nee, wisst ihr was? Hier drinnen mache ich nichts. Ich werde das außenrum verzieren und hier drinnen mache ich dann einfach noch so einen Spruch rein. Irgendwas wie Frohe Weihnacht oder sowas. Und wenn euch das stört, dass ihr hier die Überlappung seht, wo ihr es geklebt habt, könntet ihr das hier auch matten. Ich mache das aber nicht. Ich finde, das ist völlig okay. Ist ja auch selbst gemacht, ne? Soll ja nicht aussehen, als ob es gekauft wäre. Das heißt, ich drucke mir noch kurz mein Motivpapier raus und werde das in der Größe noch schneiden. So, ich habe das Ganze für die Mattung ausgedruckt und zwar habe ich mich entschieden heute, weil ich das so cool finde, das Freebie von Stuff Deluxe. Da werde ich euch den Link auch unten reinmachen. Sie hat im Moment so einen super süßen Weihnachtsbären. Gibt es auch in verschiedenen Farben. Was ich gemacht habe, es hat 3 verschiedene Designpapiere. Das mit den Punkten, mit den Streifen und mit diesen dünnen Streifen. Und ich habe ganz einfach die Streifen hinter den Bären gelegt, damit das hier auch noch ein bisschen Spiel hat. Zuerst dachte ich mir den Bären, aber ich habe mich dann umentschieden und habe das mit den Strichen gemacht. Dann habe ich hier noch das Ho Ho Ho. Das werde ich hier innen drinne festmachen. Und ich fülle für mich jeweils einfach das ganze Blatt, weil ich weiß, dass ich das dann für irgendetwas anderes verwende. Und mit Mausschneiden musste ich ein bisschen kreativ sein. Ich hatte kein Cutting Die für die C6, das von der Größe her gepasst hat. Und deshalb habe ich einfach das große für für die Slimline Karten genommen. Und das zuerst, das ganze Blatt einfach quasi, ich habe das Blatt hier ausgeschnitten und dann einfach mal oben geguckt, wo soll das schneiden. Habe das so durchgekurbelt. Und was ihr dann machen könnt, ist ganz einfach es rastet quasi bei diesen Stitchline, rastet es ein. Dann habe ich es einfach unten auch nochmal dahin ausgerichtet, wo ich das hier unten abgeschnitten haben möchte. Und man merkt auch, es rastet so in diesen Linien ein.
Und dann kann man das so nochmal durchkurbeln. Und dann habe ich die Größe, die ich haben wollte, aus einem großen Cutting Die. Ne? Das kann man auch immer machen. Und tschüss, das ging zu Boden. Ich habe hier auch noch 2 Papiere ausgeschnitten, die ein bisschen kleiner sind, um die dahinter zu legen, um das ein bisschen zu verstärken, weil das werde ich dann auch mit Dimensionals draufbringen. Und dasselbe, den Trick musste ich hier auch mit dem Merry Christmas machen, weil auch das war kleiner als das, was ich, oder das Cutting Die war größer als das, was ich haben wollte. Und deshalb habe ich das einfach mal unten ausgerichtet und dann das Ganze hier oben auch nochmal geschnitten. Das heißt, es ist eigentlich zweimal durchgekurbelt. Und so könnt ihr aus einem größeren, könnt ihr immer auch was Kleineres auch ausschneiden. So, jetzt wie immer, ihr kennt das von mir, dass ich hier auf jeden Fall die Ecken abrunde, weil ich es einfach immer schöner finde. Und ich finde, dieses bräunliche Papier passt super schön zu dieser schwarzen Box. Und ich weiß, ich zeige ein bisschen viele Motive von Stuff Deluxe, aber ich finde die halt einfach wirklich, ich finde die so mega süß. Da kann man nicht genug von haben. So, haben wir die Ecken abgerundet, dann können wir das hier schon mal kleben. Jetzt hoffe ich, mir geht auf halber Strecke nicht der Kleber aus. So, dann sollte das hier möglichst mittig drauf. Schön am Flüssigkleber, dass man da auch immer noch ein bisschen schieben kann. So, das war schon mal die Vorderseite. Ich finde das so schön. Dann kurz gucken, damit wir hier denselben Abschluss haben. Das müsste die Orientierung sein. Ich weiß, es ist super pingelig, aber ich finde, es fällt auf, wenn man merkt, dass es nicht auf derselben Höhe geschnitten wurde. Das heißt, wenn sich die Punktereihe verschiebt, mache ich das überhaupt nicht. Deshalb gucke ich einfach, dass ich, wenn ich hier den Abstand von den Punkten zum Rand, dass ich den beibehalte. So, und jetzt orientiere ich mich so ein bisschen an dem, was ich vorhin geklebt habe. Sorry, wenn ich aus dem Bild rausgehe. Aber ist mir gerade wichtig, dass das schön gerade drauf ist. So, haben wir schon mal die 2 Seiten und noch die hintere Seite. Immer gut, wenn die Frau still ist, dann konzentriert sie sich, ne? So, dann klebe ich noch hier dahinter. Mache ich das so, dass ich hier so ein Foam Tape dahinter mache, damit es wirklich eine schöne Dimension auch hat. Und damit befestige ich auch gleich das Band, weil ich werde die Schachtel mit einem Band verschließen. Machen wir auch gleich kurz hin, damit ich das schön ausrichten kann. Das soll hier vorne quasi die Box verschließen, so in etwa in dem Stil. Kürzen kann ich immer noch, ne? Länger machen kann ich nicht. So. Jetzt haben wir den und dann soll das auch noch drauf. Das heißt, den Bären mache ich so ein bisschen im oberen Bereich.
aber trotzdem gerne schön gerade. So. Und dann brauchen wir hier auch noch ein paar. Und auf der anderen Seite geben wir einfach ein bisschen Kleber drauf, damit das da auch haftet. Und dann das noch schön platzieren, da wo ich das haben will. Und für innen drinne will ich noch das Ho Ho Ho. Da hat es eigentlich eine Linie, die so eine Sprechblase macht, aber die sieht man fast nicht und deshalb werde ich die hier mit dem Mikronpen kurz nachfärben. Mit einer hoffentlich ruhigen Hand. Und das schneide ich kurz von Hand aus. Damit ich das da innen drin festkleben kann. Und wie immer beim Fuzzy Cutting oder wenn ihr solche Sachen ausschneidet, es geht einfacher, wenn ihr das Papier dreht und nicht die Schere. So, dann habe ich auch noch mein Ho Ho Ho. Das kann ich noch hier innen drin festkleben. Und zwar ist die Idee, wenn man das aufmacht, dass das einem hier so anguckt. Ich glaube, das braucht noch ein bisschen was. Ich mache noch eine, weil wir haben ja hier draußen dieses Stitchline vom Stanzen her auf beiden Elementen. Ich finde irgendwie, das braucht hier auch so eine Stitchline. So, man könnte das Band hinten auch noch festmachen, wenn man hätte es auch. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen, das unter die Mattung zu machen. Habe ich so nicht gemacht, weil ich es eigentlich schön finde, wenn man das hier auch sieht, wenn es drüber geht. Man könnte eben hier auch einen Kreis aufstanzen und dann hier drauf machen und das so festmachen. Aber ich finde, es braucht es eigentlich gar nicht, weil wenn man es zusammenbindet, dann wird es eh hier vorne festgehalten. Wenn es nicht zusammengebunden ist, hält die Schnur trotzdem hier unter dem Digi-Stamp fest. Ihr macht das so, wie ihr das gerne möchtet. Aber so haben wir wirklich eine super süße Schachtel mit diesem Digi-Stamp. Schön gemattet, hinten auf der Seite, vorne mit eben dem Digi-Stamp Merry Christmas. Wenn man es aufmacht, hat man hier vorne das Ho Ho Ho. Und dann eben wunderbar eine Schachtel. Und wenn ihr mich fragt, wie viel Platz da drin ist, von der Höhe sind es 3 cm. Dann haben wir hier ungefähr 16 cm und da haben wir ungefähr 11 cm. Das ist die Größe von dieser Box hier. Und wenn ihr das zusammenbindet, ich habe gemerkt, es geht fast am einfachsten, wenn man das einfach kurz zwischen die Beine klemmt und quasi so zusammenbindet, damit es zusammen bleibt. Aber so hier die Geschenkbox, die aussieht quasi wie ein Buch. Ich hoffe, euch hat diese Idee und das Video gefallen, dass ihr da selber auch Lust habt, sowas auszuprobieren. Ich finde die wirklich super süß und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!